Diese Frucht schmeckt nicht nur gut. Ihre Blätter können die Modeindustrie nachhaltiger und ökologischer machen. Ananas als Lederalternative. Angesagte Modedesigner verwenden das Material bereits. Das trifft nicht nur den Nerv der Großstadt-Hipster, sondern auch den von Umweltschützern, die auf das Geschäft des Gerbens von Leder verzichten wollen. Barcelona. Ein paar Autostunden vor den Toren der Stadt wird das alternative Leder produziert. Die Spanierin Carmen Hinojosa hat das Ökomaterial mit dem Namen Piñatex erfunden. Wenn man Piñatex mit Leder vergleicht, hat Piñatex eine viel bessere Umweltbilanz. Es verbraucht kein Wasser, keinen Boden, keine Düngemittel. Es ist wirklich sauber, trägt also stark zur ethischen Verantwortung bei. In einem Zwischenstadium sieht das Produkt aus wie filzartiger Stoff. Am Ende lässt sich Piñatex jedoch durchaus als Alternative zu Leder einsetzen. Piñatex ist Leder sehr ähnlich. Es ist wasserabweisend, atmungsaktiv und sehr leicht. Tatsächlich ist es viel leichter als Leder und ist sehr dehnbar. All diese Eigenschaften sind für unsere Kunden wirklich sehr wichtig. Die Geschichte von Piñatex beginnt vor 30 Jahren. Hinojosa arbeitet damals als Beraterin für Modeaccessoires aus Leder. Mitte der 1990er Jahre besucht sie auf Einladung des Produktentwicklungs- und Designcenters die Philippinen. Dort wird sie mit den miserablen Arbeitsbedingungen in den Lederfabriken Asiens konfrontiert und ist schockiert. Mir wurde bewusst, dass Leder alles andere als nachhaltig ist. Die Produktion ist toxisch für Mensch und Natur. Und das ist mir damals vor Ort sehr bewusst geworden. Deshalb habe ich dort in dem Moment die Entscheidung getroffen, nie wieder mit Leder zu arbeiten. Von einem Tag auf den anderen gibt Hinojosa ihren Job in der Lederindustrie auf. Mit dem Ende ihrer früheren Karriere hält sie sich aber nicht lange auf. Noch auf den Philippinen entwickelt Hinojosa die Idee für ein neues Unternehmen. Ich habe diese wunderbaren Blätterfasern der Ananas entdeckt, die traditionell genutzt werden, um diese sehr leichten und wunderschönen Kleidungsstücke, wie zum Beispiel das Barong Tagalog, herzustellen. Das hat mich inspiriert und ich fragte mich, kann man die Fasern nicht als Lederalternative verwenden? Das war der Türöffner zu einer völlig neuen Erfindung. Die Philippinen. Von hier stammt das Rohmaterial von Hijosas Erfindung. Die Ananas liefert nicht nur köstliche Früchte, sondern hat auch sehr lange, faserige Blätter, die das Rohmaterial für die Produktion bilden. Auf die hat es Hijosa abgesehen. Sie lässt den Blätterabfall, der sonst meist verrottet oder verbrannt wird, einsammeln, extrahiert die Fasern, wäscht sie, trocknet sie in der Sonne und lässt diese dann pressen. Nach und nach entsteht so ein filzartiger Stoff. Von Anfang an weiß Hinojosa, dass daraus eine Lederalternative werden kann. Dennoch hat sie in der Frühphase der Erfindung Mühe, andere von dieser Idee zu überzeugen. Ich habe fest daran geglaubt, dass die Fasern die Lösung für etwas sind, von dem ich überzeugt war, dass es sehr schlecht für die Umwelt ist. Deshalb habe ich immer weitergemacht. Man braucht diese Entschlossenheit, dass einen nichts aufhalten kann, wenn man etwas komplett Neues entwickeln will. Carmen Hinojosa hat einen Plan. Ein lackartiger Überzug soll dem Filzmaterial die Eigenschaften geben, um den Marktanforderungen zu entsprechen und zugleich dem Endprodukt seine Farbe geben. Erste Versuche sind vielversprechend. Das Material ist echtem Leder in Sachen Wasserbeständigkeit, Robustheit und Langlebigkeit ziemlich ähnlich. Doch es gibt ein zentrales Problem. Die Beschichtung besteht anfangs zu 40% aus erdölbasierten Harzen, etwas, das Hinojosa aus ökologischen Gründen unbedingt vermeiden will.
Die erste Beschichtung war nicht zu 100% perfekt, aber ich habe das Produkt dennoch auf den Markt gebracht, um es zu testen. Anders kommt man nicht voran. Ich bin keine, die im Labor Dinge ausprobiert. Ich bin eine Macherin. Ich will Produkte verkaufen. Es gelingt ihr, den Anteil an erdölbasierten Harzen auf 5% zu reduzieren, ohne dass das Material seine lederähnlichen Eigenschaften verliert. Ein großer Schritt nach vorn in Sachen Nachhaltigkeit. Genauso wichtig, an Rohstoffen mangelt es nicht. Laut Carmen Hinojosa fallen jedes Jahr über 27 Millionen Tonnen Restbiomasse bei der Ananasernte an. Laut Hinojosa ließe sich damit die gesamte derzeitige jährliche Lederproduktion für Schuhe decken, weltweit, ohne zusätzliche Flächen und andere Ressourcen zu verbrauchen. 2011 beantragt Hinojosa ein Patent für Piñatex. Ein zentraler Schritt für den Erfolg des Produkts. Wenn man eine Idee hat, ist das Patent sehr wichtig, weil sonst jeder die Idee kopieren kann. Das Patent ist also der Schutz des Erfinders. Und zum anderen, wenn man ein Geschäft aufbauen will, braucht man Geld. Das bekommt man aber nur, wenn man den Investoren etwas anbieten kann. Das Patent ist das wichtigste geistige Eigentum des Unternehmens. Fast 3000 Marken in 80 Ländern nutzen Piñatex bereits. Viele davon aus der Modewelt. Aber auch zahlreiche andere Branchen entdecken das neue Material gerade für sich. Carmen Hijosas Lederalternative. Ein Beispiel für wirtschaftlichen Erfolg und ein ökologisch und ethisch vernünftiges Produkt.